Das ist heute mein Thema. Dieser wunderschöne Farbton, den möchte ich heute auf die Leinwand bringen. Und ja, Farben sprechen zu uns. Und ich gucke mal, was ich heute für ein Gespräch mit dem Bordeaux-Rot führen werde. Es wird mich auf jeden Fall in den Wald führen, denn war eine tolle Wanderung. Aber okay, das erzähle ich wahrscheinlich nachher noch beim Malen. Wir starten aber mit Kaffee. Ja, den brauchte ich jetzt eben erstmal. Der ist jetzt hier aber schon kalt in meiner Tasse. Und ja, so kann man einfach mal anfangen. Denn es ist ja oftmals die Frage, wie fange ich jetzt überhaupt an? Und ich sehe jetzt hier fließt ja gar nichts. Also obwohl ich hier so viel Flüssigkeit drauf habe, kann ich es jetzt natürlich erstmal schön mit der Hand verteilen. Kann ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen Wasser dazu sprühen und ja, es dann einfach auch langsam mich dieser Fläche nähern, weil man kann darüber ja auch so ein Gefühl kriegen. Und guck mal, wie das jetzt hier fließt. Es ein bisschen besser fließt. Ja, so ein bisschen, aber auch nicht viel. Der Farbton ist mir immer noch zu hell. Hier habe ich noch ein Stück Kohle liegen. Und mal gucken, ob die jetzt hier, was die so sagt, genau. Und die verändert natürlich auch wieder so ein bisschen den Farbton. Und dann komme ich noch ein bisschen tiefer und kann hier natürlich auch so schön rumkritzeln und Stöcker kritzeln und ja, all das, was man so mitgenommen hat auf der Wanderung, Spaziergang, was auch immer. Ups, so viel wollte ich gar nicht. Aber wow, ja, dann streue ich hier noch mal ein bisschen was und da noch mal ein bisschen was. Und es sammelt sich da, aber gut, dann muss ich hier halt noch mal ein bisschen nachgießen und auch das hier noch mal ein bisschen verteilen darüber. Also es ist eine absolute Wassermaltechnik hier. Der dunkle Farbton gefällt mir jetzt ganz gut. Man kann toll mit dem Material hier rumspielen. Aber so ein Weiß dazu jetzt nochmal umvolle Flächen hier, ein paar Kreise raufgeben. Es macht auch einfach Spaß. Also immer einfach machen, gucken, was kommt. Hier jetzt ein bisschen die Farbe auch vom Untergrund lösen. Also die Kohle auch wieder lösen und das jetzt hier miteinander zu verbinden, das ist einfach toll. Es macht einfach Spaß. Auf der Wanderung habe ich so schöne Blüten gesehen, mitten im wirklich, also da war alles nur noch nichts Blühendes mehr und dann guckten da diese pinken Blumen raus, war echt toll. Wow, ja, das knallt natürlich und wunderbar. Hier kann ich richtig schön den Farbton rüberziehen. Der verteilt sich jetzt, also der Untergrund ist jetzt perfekt dafür. Mir hier nochmal ein großes Palettenmesser geholt und guck mal, wie jetzt so hier die Farben sich vermischen. Jetzt mit dem Ocker. Mal gucken, was aus dem Magenta wird. Ja, die mischen sich ja toll, die Farbtöne. Und das Magenta hält jetzt hier schon so ein Stück die Tür auf für meinen warmen Bordeaux-Rot. Jetzt mache ich erstmal das Werkzeug sauber und dann gucke ich mal. Jetzt sind wir noch ein bisschen Nebel, denn es ist bei uns morgens doch immer schon so
diesig, kalt, herbstlich. Wow. Und das will ich jetzt hier nochmal so ein bisschen auf die Fläche bringen. Aber das Magenta läuft mir hier zu doll rein. Da färbt sich das Grau so nicht so schön. Jetzt muss ich immer ein bisschen abtupfen. Es läuft hier doch immer noch zurück. Da muss ich die Leinwand mal so ein bisschen hochheben und mal gucken, dass ich die hier so ein bisschen wegschiebe. Es haben sich ein paar schöne Farben gemischt, aber das ist mir alles zu hell. Es passt auch noch nicht. Dann mache ich doch hier noch mal schwarz. Ich nehme schwarz, ja. Fand ich so süß. Ich muss gleich an unseren Chat denken. Ist auch immer so toll. Also ihr seid echt so toll. Ich freue mich immer voll. Es fließt hier schön. Also ich bin aber auch echt ein bisschen vorsichtig in meinen Bewegungen jetzt, weil es läuft natürlich auch schon von alleine sehr und ich will eigentlich nur so ein bisschen. So, man kann sich so viel Zeit lassen und dann verläuft natürlich auch die Farbe und dann entstehen neue Farbtöne. Ja, aber ich glaube, das finde ich ganz gut. Also der ganze bauschige Teil finde ich gut. Aber ich muss es jetzt mal drehen. Und dabei läuft natürlich die Farbe, aber es macht nichts. Das ist aber der Moment, wo der Farbton, aber der muss noch ein bisschen flüssiger, endlich auf die Leinwand soll. Und der ist ja jetzt auch schon entstanden, aber der muss noch mal kräftiger da drauf.
musste den Vorhang zuziehen. Die Sonne scheint hier immer so rein und dann sieht man einfach nichts mehr. Und ja, jetzt muss das sowieso erstmal trocknen. Also es ist jetzt so nass und da gucke ich mal, wie die Farben sich jetzt entwickeln. Es hat sich alles so ein bisschen zusammengezogen, aber es ist eine Harmonie drin. Also es ist Leichtigkeit für mich. Also es ist wie dieser Spaziergang da, wo ich lang gegangen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich was erzählt habe. Egal, es war einfach schön und das hier nochmal so auf der Leinwand zu erleben, ist natürlich doppelt toll und wie immer einfach machen. Also schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total, dass ihr hier seid und mit mir hier die Malerei so feiert. Also ganz, ganz toll. Ich freue mich immer. Und blauer Himmel jetzt. Jetzt aber nochmal einen heißen Kaffee draußen. Habe ich noch ein Stück Sonne? Ja, da gehe ich jetzt hin. Der Herbst mit seinen wunderschönen Farben. Ja, lassen wir den Sommer langsam gehen. Also klar, da hängt man immer noch irgendwie so dran an dieser Wärme, T-Shirt, nicht alles so eng und dicke Jacke und so. Das ist auch nicht so mein Ding. Aber trotzdem, der Herbst hat ja auch was Schönes und man sieht die Farben nochmal anders, das Licht ist anders und das kann man aufnehmen und auch sich darüber freuen. Und diese Freude und das, was es mit dir macht, was die Farben mit dir machen, das kannst du wieder auf die Leinwand bringen und damit sprichst du und das wird deine Sprache und derjenige, der sich das anguckt, wird es spüren und du kannst da eben auch deine Freude mitteilen und umso mehr das machen, umso mehr wird die Freude ja auch geteilt und wir können so ein Stück gegensteuern gegen das, was so los ist und ja, bei uns bleiben. Die Malerei hilft uns auch, ja, uns mit uns selbst zu verbinden und in unserer Stärke zu bleiben. Und die brauchen wir, glaube ich. Und die Farben brauchen wir. Und wir brauchen uns. Und ich freue mich, dass wir hier eben diese tolle Gemeinschaft sind, die das eben auch teilt und die diese Freude an der Malerei teilt und dass ihr füreinander da seid und den Chat nutzt und die Kommentare nutzt, um auch was Positives hier zu hinterlassen. Da bin ich so dankbar für und ich freue mich so sehr. Ja, schön, dass du hier bist, hier mitmachst und lass die Farben sprechen und ja, jetzt hab einen schönen Sonntag. Entweder gehst du jetzt raus oder direkt an die Leinwand. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mach's gut. Tschüss.